Wir sind Jessie und Roberto und in unserem selbst ausgebauten Sprinter bereisen wir zurzeit Europa. Wenn wir auf unserer Reise bisher eins gelernt haben, dann, dass man gewisse Dinge einfach nicht planen kann. Zum einen, weil es dann doch anders kommt. Baxi hat sich gerade in was richtig Ekligem gewälzt. Aber auch, weil oft die schönsten Dinge spontan entstehen. Und so ging es uns auch diese Woche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns diesmal direkt in der Hauptstadt von Polen, in Warschau. Und wir freuen uns schon, durch die Stadt zu schlendern und zu sehen, was sie zu bieten hat. Beim Reisen gehört für uns ja auch immer dazu, die Küche kennenzulernen. Hier in Polen sind ja die Pierogi so das klassische Gericht, das traditionelle Gericht. Also probieren wir die natürlich. Wir haben hier 9 Stück von verschiedenen. Keine Ahnung, welche jetzt welche sind, aber wir probieren die jetzt mal. Sie sind sicher lecker. Pierogi sind eigentlich gefüllte Teigtaschen, so wie es es in vielen Ländern gibt. Einfach hier gibt es die polnische Version. Und die Füllungen gehen von verschiedenen Gemüsesorten, Kraut, aber auch über Fleisch. Und das hier, denke ich, ist Bacon und Potato. Ich muss es probieren, denn so in der Masse erkennt man es manchmal nicht. Mal schauen. Das sollte Speck mit nicht Tomaten, sondern Kartoffeln sein und ist richtig lecker. Und durch das Anbraten ist es auch noch ein bisschen knusprig. Baxi hat heute nicht so Lust auf Stadt. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Warschau hat ja doch einiges auch zu bieten, haben wir gemerkt. Zwar haben wir nur den Altstadtkern gesehen, aber der war sehr schön. Es gibt wohl auch noch einen schönen modernen Teil und es gibt auch hier diese Promenade am Fluss. Ist auch nochmal richtig schön, hier die Atmosphäre aufzugreifen. Es sind viele Leute draußen, es ist Sonntag und viele Leute auf der Straße. Ja, und wir nutzen jetzt auch diese Promenade, um zurück zum Van zu kommen. Und ja, sind froh, dass wir Warschau so spontan auf die Liste genommen haben, denn ursprünglich war sie eigentlich nicht auf unsere Reise geplant. Wir sind zurück im Van und wir wärmen uns jetzt Reste auf. Wir sind richtig froh, dass wir heute nicht mehr kochen müssen. Wir sind ganz schön fertig. Ich finde Städte ja immer so anstrengend. Und ja, auf dem Stadtparkplatz, auf dem wir stehen, machen wir uns jetzt einen gemütlichen Abend und ich glaube auch Baxi hat da nichts dagegen, der ist nämlich auch ganz schön fertig. Es ist der neue Tag und seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist ganz schön viel passiert. Wir haben gestern Abend noch Besuch bekommen von Svenny, Basti und der Hündin Pepper. Sie sind auch in Polen unterwegs zurzeit und ja, gerade auch spontan in Warschau. Da haben wir eine Gassi-Runde zusammen gemacht, daraufhin noch einen Wein getrunken und heute früh haben wir noch zusammen Kaffee getrunken. Das natürlich viel länger als geplant. Deswegen sind wir auch viel zu spät unterwegs, um alle anderen Sachen heute zu erledigen. Sie sehen sich nämlich heute noch Warschau an und wir sind unterwegs. Wir haben auch schon einen Besuch hinter uns. Wir haben jemanden besucht, der uns hoffentlich vielleicht in ein paar Wochen mit ein paar Updates für den Van hilft. Ja, dazu vielleicht mehr, wenn es dann tatsächlich auch klappt.
Da müssen noch ein paar Dinge zusammenspielen. Aber wir müssen heute noch ein paar andere Dinge erledigen. Wir müssen nämlich Wäsche waschen, Wasser füllen und wir wollten eigentlich schon außerhalb von Warschau schlafen. Also ja, ziemlich viel für einen Tag. Duschen wollten wir noch, aber das muss wahrscheinlich wieder mal hinten anstehen. Klassisch. Ja, also auf jeden Fall sehr viel für einen Tag. Wahrscheinlich schaffen wir nicht alles, aber jetzt fangen wir einfach mal mit dem ersten an und das ist Wäsche waschen, denn das ist, glaube ich, schon über einen Monat her seit dem letzten Mal. Und so sieht es aus, wenn wir Wäsche waschen gehen. Ein Riesenhaufen, alles Mögliche. Ja, wir packen das jetzt in Säcke rein, gehen in den Waschsalon und sortieren dann das Ganze dort, denn hier ist einfach zu wenig Platz. Für so viel Wäsche brauchen wir richtig viel Platz. Ja, und wieder mal dauert es einfach endlos lange mit der Wäsche. Ich glaube, wir waren jetzt locker 2-3 Stunden hier. Jetzt räumen wir endlich alles in den Schrank ein. Draußen wird es schon dunkel, aber wir müssen wirklich heute noch das Wasser füllen. Dann machen wir das noch und dann finden wir hoffentlich schnell einen Schlafplatz. Wohl nicht außerhalb von Warschau, aber hoffentlich ist er einfach ruhig genug, dass wir eine Nacht da verbringen können. Und dann geht's morgen weiter. Gestern Abend ist nicht mehr wirklich viel passiert. Wir haben nach der Wäschewaschen noch den Wassertank gefüllt, haben uns irgendwo einen Schlafplatz gesucht und ja, sind ziemlich früh schlafen gegangen. Aber heute Morgen sind wir weitergefahren. Wir haben uns nochmals mit Sveni, Basti und Pepper getroffen, stehen hier auf einem Parkplatz eines Thermalbads, gehen wahrscheinlich da auch mal duschen, denn das haben wir bitter nötig. Und ja, man kann hier auch noch die Batterien laden, was wir ja gleich nutzen. Und ja, ich will mal sagen, ich stelle euch die drei mal vor und wir sehen uns gleich. Moin, ich bin Svenja, das ist unsere Hündin Pepper und hier im Vordergrund sitzt Basti und zusammen sind wir als Neuland Story in unserem kleinen Van unterwegs. Wir sind jetzt seit April ungefähr Vollzeit mittlerweile in unserem Van unterwegs und waren die ersten 2,5 Monate in Spanien und sind mittlerweile seit jetzt knapp 3 Wochen in Polen unterwegs. Ja, jetzt geht es erstmal Richtung Südosten, Richtung wärmeres Gefilde. Und die ersten Meter werden wir noch ein bisschen mit Robert und Jessie zusammen, die wir hier kennengelernt haben, unternehmen. Und bis dahin zeigen wir euch jetzt einmal unseren Van. wir haben uns für ein fixes Bett entschieden. Wir wollten es nämlich während der Schlafenszeit so gemütlich wie möglich haben und deswegen haben wir hier ziemlich viel Platz für unser Bett missbraucht, aber wir sind sehr glücklich darüber. Und hier oben in den Hängeschränke haben wir unsere Klamotten verstaut. Hier auf der anderen Seite der Hängeschrank ist Töpfe, Teller, unser kleines Badezimmer und dann sind wir auch schon hier in unserem kleinen Essbereich. Hier kommt noch ein Tisch hin und dann geht es schon direkt in die Küche. In der Küche haben wir uns bei dem Kühlschrank für einen Kompressorkühlschrank entschieden, damit wir den komplett mit Strom betreiben können. Unser fester Gasherd läuft über eine 11 Kilo Gasflasche. Da war zum Beispiel eins unserer Upgrades ist, dass wir von innen jetzt auch mittlerweile an die Flasche rankommen können. Vorher war es so, dass wir immer von draußen die große Tür aufmachen mussten. Also denkt daran, wenn ihr an die Gasflasche wollt, braucht ihr auch einen Zugang von innen. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr über uns erfahren möchtet und
ihr Lust darauf gekriegt habt, unsere Reisen zu verfolgen, dann guckt doch nochmal bei neuland.stories auf Instagram und YouTube vorbei. Ja, ist immer cool, so verschiedene Vans zu sehen. Und für uns geht es jetzt weiter mit der To-Do-Liste, aber ihr seht schon, bevor wir duschen, heißt es noch Haare schneiden für Roberto. Für Roberto, ich mache sie nicht so kurz. Die Qualitätskontrolleure sind auch schon hier und die beobachten das richtig kritisch, ob da alles mit rechten Dingen zu und her geht. Also, einer ist hier, sehr interessiert, und die zweite ist hier. Ja, die schläft auch schon bald ein. Also. Und das Beste ist, sie sind beide sehr leicht bestechlich. Ja, so sieht es aus. Ich finde, das sieht ziemlich fresh aus, auf jeden Fall im Vergleich zu vorher. Und Jessie macht sich immer wieder besser. Also, was haltet ihr davon? Schreibt es unten rein, das würde mich wirklich interessieren. Also, jetzt gehen wir mal duschen, denn Endlich. das steht schon lange auf dem Plan. Los! Das hat jetzt richtig gut getan. Wir sind wieder mal richtig frisch und sauber. Ja, wir dürfen wieder unter die Leute. Genau. Und das Beste ist ja, Svenny und Basti waren so lieb, sie haben währenddessen eine Gassi-Runde gemacht, und zwar nicht nur mit Pepper, sondern sie haben auch Baxi mitgenommen. Ja, danke vielmals Das dafür. ist natürlich super. Also wir werden hier rundum verwöhnt. Mega cool. Naja, wir gehen jetzt mal zum Van, Ja. packen zusammen, denn wir wollen noch ein Stückchen weiterfahren heute, um irgendwo in der Natur zu übernachten. Mal sehen, was wir finden. Wir haben geparkt und die Meute ist schon wieder draußen unterwegs. Die Hunde erkundschaften alles. Ja, es sieht richtig vielversprechend aus. Hinter mir sieht man vielleicht den See, dahinter den Sonnenuntergang, den wir knapp verpasst haben. Aber die Farben sind wunderschön. Also ich glaube, der Platz ist richtig gut geworden. Ja, der Platz scheint wirklich ein Traum zu sein. Wir waren ja vorhin noch kurz am See und ja, ist wirklich wunderschön. Jetzt geht's endlich ans Essen und ja, wir haben uns auf einen Spaghetti- oder Pasta-Plausch geeinigt. Wir machen die Pasta und eine Tomaten-Gemüsesoße und die beiden machen, was war das, Kürbis, irgendwie eine Soße mit Kürbis, was auch auf die Pasta drauf geht. Ja, sorry, aber es klang richtig lecker, ich kann es nur gerade irgendwie nicht. Ja. Wir zeigen es dann. Wir zeigen es euch dann. Die Nacht war wieder mal richtig gemütlich. So im Wald ist das ja immer sehr angenehm. Die Heizung lief zwar, es war ganz schön frisch. Wir hatten einmal, glaube ich, 12 Grad im Van, aber ja, mit der Heizung geht's ja. Ja, und jetzt gehen wir endlich los, die Gegend erkunden. Basti macht das zwar mit dem Fahrrad, der geht jetzt nicht mit uns mit den Hunden mit, aber wir sind mit Svenny und Pepper unterwegs und wir freuen uns schon, denn gestern sah es ja schon richtig vielversprechend aus.
Baxi hat sich gerade in was richtig Ekligem gewälzt. Er wälzt sich ja gerne in toten Tieren. Und ich konnte es nicht mehr erkennen, aber da waren Federn und irgendein klebriges, schlabbriges Zeug. Ja, wir müssen schauen, wenn er jetzt danach stinkt, dann muss er auch noch gewaschen werden. Aber da ist er wirklich selber schuld. Und stinkt er? Ich glaube nicht, aber ja, so an der frischen Luft merkt man es manchmal nicht. Aber wenn er dann im Van drin ist, im geschlossenen Raum, dann riecht man es. Er ist schon ein bisschen verklebt, mal schauen. Sehr gut. Das ist genau der Weg, den ich gefahren bin. Ah ja. Hallo. Ja, auch hier sieht man wieder, der Herbst hält wirklich Einzug und wir lieben ja den Herbst. Besonders, wenn die Temperaturen wieder so mild sind wie jetzt. Letzte Woche war ja schon etwas heftig, aber ja, bis auf ein paar kühlere Stunden ist es jetzt mittlerweile wieder recht angenehm. Das freut uns. Beim Spaziergang jetzt haben wir gesehen, dass es weiter vorne am See noch einen schöneren Platz gibt. Da können wir direkt am See stehen und da ist sogar schon eine Feuerstelle. Also fahren wir da jetzt hin. Ich hoffe, wir bleiben einfach nicht stecken unterwegs. Also ich finde, so lässt sich das schon machen. Wir stehen jetzt hier so im L, davor die Feuerstelle, wir haben noch Platz für Tisch und Stühle und hier drüben ist gleich der See. Traumhaft. Der Spaziergang war natürlich wieder wunderschön und es tut immer gut, an die frische Luft zu gehen. Und Vanlife mit Hund ist dafür ideal, denn der Hund zwingt einen dazu, auch wenn man vielleicht mal eine faule Phase hat. Jetzt sind wir aber zurück und haben uns einen Kaffee gemacht, wollten uns auch gemütlich hinsetzen, vielleicht was am Computer erledigen. Roberto ist da auch schon ein bisschen weiter als ich. Allerdings hat sich Baxi an ihn rangekuschelt, wie er es eigentlich immer macht, wenn Roberto am Computer ist. Und wir haben gemerkt, Baxi stinkt. Ja, Baxi stinkt richtig übel. Also, das ist nicht normal. Ja, drum. Du kleiner Stinker. Ja, er muss jetzt einfach dran glauben. Zum Glück haben wir noch ein biologisch abbaubares Hundeshampoo gekauft vor der Abreise. Das kommt jetzt zum Einsatz und ja, er wird es nicht mögen. Warte. Was sagst du? Ja, zum Glück lässt Baxi das meistens mit sich machen. Der kalte, nasse Teil war natürlich nicht so angenehm, aber er liebt es, trockengerubbelt zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man ihm das auch an. Ja, und jetzt geht's wieder in den Van, damit er sich nicht verkühlt. Föhn haben wir ja leider nicht. Darum muss er jetzt einfach so Luft trocknen. Aber das wird schon. Uff, Mücken sind hier. So, also in die Wärme. Nein, sag das nicht. Ja, das gibt's auch zu. Ich weiß noch nicht versteht, was so heiß ist. Oder wenn sie es halt aus Versehen umwirft, dann ist es auch ungünstig. Gold wert.
Jetzt ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wir haben endlich ein Lagerfeuer und wir können uns hinsetzen. Wir sind eingesprayt mit Mückenspray und eingeräuchert, also die Mücken werden uns hoffentlich nicht fressen. Jetzt können wir einfach uns gemütlich hinsetzen und das Feuer genießen. Ah, und ich habe noch Teig für Stockbrot gemacht. Das gehört natürlich auch dazu. Wuhu! Wir mussten nach innen flüchten, denn wie man vielleicht hört, es hat angefangen zu regnen. Aber ja, als wir jetzt noch auf die Uhr geschaut haben, haben wir gemerkt, dass es schon richtig spät ist. Also höchste Zeit auch schlafen zu gehen. Ja. Ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber das zeigt ja auch, dass ja, es war ja eigentlich keine geplante Begegnung. Wir haben uns einfach getroffen, weil wir beide zufällig gerade in Warschau waren. Für uns beide war es ja nicht geplant, in Warschau genau. Ja, zu besichtigen. Genau, und dann ja, haben wir so eine tolle Stadt gesehen, wir haben tolle Menschen getroffen und auch jetzt, dieser Schlafplatz war ja überhaupt nicht geplant. Das war eigentlich ein Zwischenstopp unterwegs zum nächsten Ort. Also ich glaube, diese Woche haben wirklich viele Zufälle und glückliche Zufälle zusammengespielt und das zeigt mal wieder, man muss nicht immer alles planen. Genau. Das Leben hält sehr schöne Momente und Erlebnisse bereit, auch wenn man es nicht plant. Und ich glaube, damit schließen wir auch diesen Vlog. Genau. Wir hoffen, euch hat diese Woche genauso gefallen wie uns. Wir sind begeistert, was wir wieder in Polen erlebt haben. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder. Genau. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Wir sind schon nach dem Frühstück. Ah, ich habe hier einen Kackibeutel. Nochmal von vorne.